Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute eine Art Eilmeldung. Dabei geht es dieses Mal aber nicht um eine limitierte Ausgabe, sondern um einen Kobi Flugzeugträger. Das klingt jetzt natürlich erstmal nicht nach etwas Neuem, denn ihr wisst ja, es gibt bei Kobi aus der Top Gun-Reihe den Top Gun Aircraft Carrier. Für Händler war der Top Gun Aircraft Carrier bereits auf der Nürnberger Spielwarenmesse 2026 zu sehen. Da wurde er noch nicht gleich vorgestellt, da gab es erst noch die Endabnahme durch den Lizenzgeber und seit circa Mitte Juni ist der Flugzeugträger verfügbar. Damals hatte ich noch mit dem Product Manager Robert gesprochen und ihn gefragt, ob es eine Nimitz oder auch eine Enterprise geben würde, da sich dies viele gewünscht hatten. Zuallererst hatte nämlich Kobi vor längerer Zeit eine Umfrage gemacht bei Facebook und gefragt, ob sich die Kobi-Fans einen Flugzeugträger der Nimitz-Klasse wünschen würden. Als dies auf Zuspruch traf, gab es halt keinen Nimitz-Flugzeugträger, sondern halt diesen Aircraft Carrier aus der Top Gun-Lizenz. Viele denken zwar, es handelt sich hier um die Enterprise, die Szenen für die Filmaufnahmen wurden aber auf verschiedenen Schiffen durchgeführt. Eine Nimitz oder eine Enterprise gab es noch nicht und wie gesagt, als ich gefragt habe, sagte man mir auch, dass es keine geben wird bzw. keine geplant ist. Jetzt aber ganz plötzlich über das Wochenende ist auf einmal ein weiterer Flugzeugträger aufgetaucht. Und zwar dieser hier, der Aircraft Carrier CVN 65. Wer sich hiermit ein bisschen befasst oder hier auch mal auf das Typenschild mit der Information schaut, der weiß natürlich ganz genau, hier handelt es sich um den Flugzeugträger USS Enterprise. Warum dieser Flugzeugträger jetzt nicht den Namen Enterprise trägt, kann man nur spekulieren. Vielleicht gibt es da doch irgendwie mit der US Navy keine Lizenzvereinbarung. Fakt ist, wir haben aber einen Flugzeugträger mit der Nummer 65, den sich viele gewünscht hatten. Warum auch immer, Händlern gegenüber wurde dies nicht kommuniziert. Es gab auch irgendwie in irgendwelchen Preis- und Release-Listen keinerlei Info dazu. Deswegen haben wir den Flugzeugträger bisher auch nicht erwähnt gehabt. Und in dem Video zu den Neuheiten hatten wir das Set auch noch nicht erwähnt, denn da war das Video schon so gut wie fertig, als wir überhaupt erst erfahren haben, dass es einen weiteren Flugzeugträger geben wird. Wenn wir uns den neuen Flugzeugträger, den CVN 65 hier anschauen, also eigentlich die Enterprise, das sollte eben klar sein, wenn wir uns das Set anschauen, dann sieht es ziemlich haargenau aus wie der Top Gun Aircraft Carrier. Wir haben hier natürlich eine ganz andere Plakette mit einer etwas anderen Aufschrift. Wir haben auch hier auf dem Flugfeld hier vorne auch eine 65 drauf. Wir haben an der Seite des Towers auch eine 65 und wir haben hier etwas, das lässt sich jetzt nicht ganz so leicht erkennen, auch noch eine Aufschrift, die wir halt vorab beim Top Gun Aircraft Carrier nicht hatten. Ansonsten sieht alles relativ gleich aus. Bei den kleinen Fliegern hier muss man auch sagen, da haben wir dann hier auch die anderen dunkleren schwarzen Finnen, die wir sonst bei den anderen Tomcats nicht haben. Ansonsten, wenn wir uns die Bilder hier anschauen, scheint alles wie zuvor auch gleich gewesen zu sein. Wir haben ein Teil insgesamt mehr, nämlich 6131 Teile. Zuvor hatten wir beim Top Gun Aircraft Carrier 6130 Teile. Da wir hier keine Lizenz haben, ist auch die unverbindliche Preisempfehlung etwas günstiger. Dieses Set kostet 479,99 € in der UVP, also 20 € günstiger als der Top Gun Aircraft Carrier. Ansonsten ist alles relativ gleich oder ziemlich eigentlich exakt gleich. Wir können hier auch das Flugfeld abnehmen und ins Innere schauen. Wir haben auch insgesamt 4 Lifte. Wir können hier halt auch die Flieger alle ins Schiffsinnere befördern. Hier sehen wir auch nochmal sehr schön einen Print auf der anderen Seite, den konnte ich jetzt eben noch nicht sehen. Big E, also was auch eigentlich bekannt ist für die Enterprise. So, hier sehen wir schon mal ein Lift in Aktion. Die werden dann per Hand nach oben oder unten befördert. Ja, bewegliche Elemente, das ist jetzt nicht wirklich hochtrabend.
nichts Besonderes wirklich. Schiffsschrauben lassen sich natürlich bewegen oder auch das Ruder. Die Größe ist auch gleich geblieben, nämlich hier 114,5 cm. Ich konnte damals selber noch nachmessen und bin auf 114,7 gekommen. In der Breite haben wir dann hier 38 cm, beziehungsweise hier in der Höhe 31,5 cm. So, das Ganze wird ebenfalls wieder im Maßstab 1:300 gebaut. Wenn ihr euch wundert, warum jetzt hier eine andere Teileanzahl steht, das hängt hier ab von der Box. Das Ganze ist aufgeteilt in 4 größere Bauabschnitte, also 4 Boxen, wo dann die einzelnen Teiletüten enthalten sind. Auf den Boxen sehen wir dann auch nochmal immer, was für Abschnitte dort hier gebaut werden. So, die Verfügbarkeit, die ist quasi ab sofort verfügbar. Da es jetzt gerade erst übers Wochenende bekannt geworden ist, habe ich jetzt auch heute erst am Montag, den 20.07. erst meine Bestellung abgesetzt und auch schon bezahlt. Das Ganze macht sich jetzt auf den Weg zu uns von der Kobi-Fabrik in Polen auf mein eigenes Lager bzw. Laden in Hamburg. Wenn ihr euch für dieses Set interessiert, das findet ihr jetzt ab sofort zum Bestellen bei mir im Onlineshop auf trendgames.de. Das Ganze wird dann in einer knappen Woche bei mir eintreffen und natürlich sofort an alle Besteller weiterversendet werden. So, was sagt ihr dazu, dass jetzt auf einmal doch noch eine Enterprise erscheint, auch wenn es hier nicht auf dem Typenschild draufsteht oder sonst wie auf dem Schiff? Wenn man sich das Modell anschaut, ist glasklar, hier handelt es sich um die Enterprise. Wir haben natürlich hier auch wieder nur 4 Flieger dabei. Weitere Flieger müsste man sich dann also bei Interesse natürlich noch dazu kaufen. Was sagt ihr zur Informationspolitik? Hättet ihr da gerne schon vorab eine Ankündigung von Kobi erhalten oder sagt ihr, hey, eine nette, willkommene Überraschung, die nehme ich gerne an? Lasst es mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen. Ich werde jeden einzelnen Kommentar lesen. Und dann danke ich euch auch schon recht herzlich fürs Zuschauen. Das Video habe ich jetzt ganz schnell spontan aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Falls noch nicht geschehen, freue ich mich natürlich auch über ein Abo. So, und dann findet ihr an dieser Stelle wie immer noch 2 Videoempfehlungen von mir. Und ich verbleibe dann bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.